erstmal schön, dass du hier bist. Dankeschön. Könntest du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen? Ja, also ich heiße Arnold Keskin, ich bin 19 Jahre alt, ich bin 2000 in Deutschland geboren, als doppelter Staatsbürger. Ich habe die türkische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Wann bist du denn in die Türkei gekommen? Ich bin vor knapp 5 Monaten im Oktober in die Türkei gekommen und lebe seitdem hier in Ankara. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Metropol-Kurse zu besuchen, oder wie bist du drauf gekommen? Also zum ersten Mal habe ich von meiner Schwester gehört, weil sie auch in den JÖS-Prüfungen teilgenommen hat. Und ja, danach, als ich mich entschlossen habe, an den JÖS-Prüfungen teilzunehmen, habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann bin ich im Internet auf Metropol gestoßen. Und ich habe da auch weitere Kurse gefunden und habe die dann mit Metropol verglichen. Und da habe ich halt dann im Endeffekt bemerkt, dass Metropol wirklich das Beste von denen ist. Und ja, deswegen habe ich mich dann im Endeffekt auch entschlossen, zu Metropol zu kommen. Viele Menschen bevorzugen ja Deutschland zu studieren oder sich dort weiterzubilden. Warum hast du dich ausgerechnet für die Türkei entschieden? Also es ist so, ich wollte schon seit langem, so circa seit 4-5 Jahren in die Türkei kommen. Ich habe mich dort in Deutschland nicht sehr wohl gefühlt und ja, es war halt einfach nicht so wie meine Heimat. Deshalb habe ich mich entschieden, hier in die Türkei zu kommen, hier zu studieren und meine Vorteile hier auszunutzen, da ich meine Vorteile meiner Meinung nach hier in der Türkei viel besser ausnutzen kann. Und deswegen bin ich vor 5 Monaten hierher gekommen. In der Türkei gibt es ja auch die Prüfungen TYT, AYT. Warum hast du dich ausgerechnet für die Prüfung JÖS entschieden? Also es ist so, dass in den TYT, AYT-Prüfungen viel mehr Bereiche gibt, wo ich mich vorbereiten müsste. Und in den JÖS-Prüfungen ist dies nicht der Fall. Da gibt es nur Mathe und IQ und Geometrie. Und da habe ich schon in Deutschland einige Grundlagen gelernt und werde mich deshalb wahrscheinlich nicht so schwer tun. Aber in den TYT, AYT-Prüfungen gibt es viel mehr Bereiche wie Biologie, Chemie und solche Sachen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich mich in den AYT-TYT-Prüfungen schwer tun werde und habe mich deshalb auch für die JÖS-Prüfungen entschieden. Welche Kurse hast du denn in Metropol besucht? Ich habe die JÖS-Kurse besucht. Was magst du oder gefällt dir hier am meisten? Also was ich hier sehr gut finde, ist das System. Du hast jede Woche Einzelunterricht mit den Lehrern in den Fächern Mathe, Geometrie oder IQ. Das kannst du dir selber auswählen. Und du hast hier auch Verbindungslehrer. Mit den Verbindungslehrern kannst du dich unterhalten. Wenn du Probleme hast, kannst du dich mit denen unterhalten. Oder du kannst mit denen einen Lehrplan erstellen, wie du besser lernen kannst. Und die helfen dir natürlich dabei. Was ich sehr gut finde, weil ich diese Möglichkeit in Deutschland zum Beispiel nicht hatte. Und ja, also du kannst auch zum Beispiel Lernmöglichkeiten, gibt es hier auch sehr viel. Du kannst hier außerhalb des Unterrichts in den Klassenzimmern lernen. Wenn du Fragen hast, kannst du ins Lehrerzimmer gehen. Dort kannst du dann den Lehrern Fragen stellen. Wenn du was nicht verstanden hast, kannst du noch einmal erklären lassen. Was ich auch sehr gut finde, was auch ein Vorteil für mich ist. Und ja, also es gibt hier wirklich sehr viele Sachen, was ich noch erzählen könnte, und das sind die wichtigsten Beispiele für mich. Und ja, also dieser Metropol-Kurs ist für mich nicht nur ein ganz normaler Kurs, sondern auch etwas wie mein zweites Zuhause. Was ist deine Meinung zum Metropol-Verlag? Also ich finde den Metropol-Verlag sehr gut, da es sehr viele unterschiedliche Bücher zu den unterschiedlichen Fächern hat. Wie zum Beispiel Taschenbücher zu Geometrie und Mathe, wo ich mich auch unterwegs zu den bestimmten Bereichen informieren kann. Und die haben auch zum Beispiel nur Fragebücher, wo ich mich einfach hinsetzen kann und die Fragen lösen kann, mit den Antworten auch. Und ja, genau, da gibt es auch noch Bücher für die Themenerklärungen. Wenn ich zum Beispiel ein Thema nicht verstanden habe oder vergessen habe, kann ich dies in den Themenbüchern nochmal nachschauen. Und ja, mit Hilfe dieser Bücher kann man auch eigentlich selbstständig sehr viel machen. Wenn dich jemand über Metropol was fragen würde, was würdest du darüber erzählen? Also ich kann Metropol nur jedem weiterempfehlen, der in der Türkei studieren will. Also in dem Bereich JÖS-Kursen ist Metropol für mich die Nummer 1. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich im Metropol-Kurs bin, sondern weil ich es wirklich gesehen habe. Ich habe es verglichen, ich war auch in den anderen Kursen in Ankara
Und ich habe da auch wirklich geschaut, wie die Bildung dort ist, wie das Gebäude ist. Und da habe ich wirklich direkt gesehen, dass dass nichts anderes als Metropol in Frage kommt. Ich bedanke mich für deine ehrlichen Antworten. Ich bedanke mich ebenfalls. Dankeschön.